Gala hat endlich unsere Gebete nach 9 coolen Cloaks erhört. Und der neueste Cloak heißt Magical Kid Cloak. Wir gucken uns gleich noch das ganze Set an, aber ich dachte, der Cloak ist auf jeden Fall das herausstechendste Merkmal. Und ja, sieht ziemlich cool aus. Einziges Manko wäre jetzt hier zum Beispiel, mein Stab sticht durch den Cloak. Gut, ja, das hat man immer so ein bisschen das Problem mit den Waffen, dass die da nicht so ganz durchgehen. Aber es ist ziemlich cool, den gibt es in 6 verschiedenen Farben. Kid Dark, Red, Pink, Orange hatten wir gerade schon, Green und Blue. Also ich finde persönlich mit Abstand am besten sehen auf jeden Fall Dark und Orange aus. Aber generell ist es einfach ein ziemlich geiler Cloak, der sich bestimmt großer Beliebtheit erfreuen wird. Ähnlich wie der Luxury Tuxedo Cloak. Und ja, das gibt es jetzt im Cache-Shop. Und ja, wie schon gesagt, hier ist das vollständige Set. Das ganze Set finde ich jetzt nicht ultra krass. Also ich würde auf jeden Fall die Maske nicht tragen. Diese... Ich weiß gar nicht, was das ist. Das gibt es in Anime immer. Ich weiß aber gar nicht, was das tatsächlich bedeutet oder whatever. Ist ja auch egal. Jedenfalls würde ich es auf jeden Fall ohne die Maske tragen. Aber grundsätzlich sind das schon ganz coole Sets. Geht jetzt in die Richtung, ja, Superheld oder halt Magical Kid. Irgendwie besonders. Am coolsten muss ich einfach sagen, wie schon gesagt, finde ich auf jeden Fall den Dark und Orange, beziehungsweise Red sieht auch noch ganz nice aus. Lustig, dass Red und Dark 2% Speedsets sind. Und ja, ich denke, das Set wird sich generell sehr großer Beliebtheit erfreuen. Auf jeden Fall wieder eins der meiner persönlichen Meinung nach auf jeden Fall besseren Events. Dann haben wir aber auch ganz interessante Patch-Notes. Hier haben wir nämlich tatsächlich relativ viel, das geändert wurde, beziehungsweise neu ist. Und ja, fixed an issue where many aggressive Ardent Auge Monsters respawned at the same place in Asria. Ich finde, das ist jetzt nicht nur unbedingt ein Problem mit den Augus, aber gut. Fixed an issue where the chat window was broken after a player linked at least 2 items to players using a different language. Fixed an issue where the text colors was sometimes wrong when linking item or map position to the chat window. Fixed a visual issue in the map window during guild artifact battle. Fixed an issue where the clan sometimes crashed when teleporting. Fixed a memory leak related to pickup pets and skills visual effects which sometimes crash the client after some time. Ich habe tatsächlich einige kleine Crashes in letzter Zeit gehabt, also vielleicht ändert sich für mich da was. Fixed a visual issue where the skill Merkaba in the Hansel Rusha, casted many times instead of once. Okay, das hört sich broken an, davon habe ich nichts mitbekommen. Fixed an issue where few story dungeons had cooldowns and dungeon coins requirements separate to other instant dungeons. So, das war jetzt nicht die Sachen, auf die ich eigentlich gerade eingehen wollte. Die Sachen, auf die ich eingehen wollte, kommen hier. It is now possible to cancel the casting of Rending Entry, Blink Pool or Gravity Well by pressing the skill again. Previously, the only way to cancel the casting was to wait 5 seconds, nachdem man den Skill benutzt hat im Endeffekt. Hier war ich, ehrlich gesagt, ganz ehrlich, kurz in Sorge, dass sie Blink Pool zerstört haben, für mich persönlich, weil das Ding ist, ich habe mir mittlerweile angewöhnt, Muscle Memory, ich kann euch das einfach mal kurz demonstrieren, wie ich spiele. Das sieht man auch bei mir im Livestream. Also einfach nur von der Gefahr hin, dass es halt Portbugs gibt, dass man einfach mal noch in der Animation drin steckt und so. Habe ich es mir einfach, das habe ich sogar in Flive-PC auch schon gemacht, angewöhnt, wirklich einfach die ganze Zeit, wenn ich Blinkpoolen will, drücke ich so lange Blinkpool, bis ich geblinkpoolt bin. Das heißt, ich drücke nicht einmal Blinkpool, sondern ich drücke so lange, bis es passiert ist. Also es ist, keine Ahnung, 2, 3, 4, vielleicht auch mal 10 Mal in 1, 2 Sekunden so. Ja, also man sieht es unten, wenn die Taste ausschlägt, leuchtet die ja. Also ich drücke das quasi die ganze Zeit. Und hier dachte ich jetzt schon, ja wow, das heißt, ich drücke jetzt zweimal Blinkpool und das ist im schlimmsten Fall sogar noch auf Cooldown. Glücklicherweise nicht. Also wenn du jetzt zweimal Blinkpool drückst, passiert einfach gar nichts im Endeffekt. Da steht da, ja, leg fest, wo du hinblinken willst. Und wenn du dann nochmal 5 drückst, steht einfach da, Blinkpool wurde abgebrochen, aber eben ohne Cooldown. Das heißt, es wurde glücklicherweise auf den ersten Eindruck, ich habe es noch nicht gelevelt, nicht kaputt gemacht. Aber ich habe es schon ausprobiert, so wie ich spiele. Also ich drücke, wie gesagt, öfter 5. Wie oft genau ist egal. Und es passiert glücklicherweise nichts. Das Einzige, was nervt, ist, dass da jetzt jedes Mal steht, Blinkpool wurde abgebrochen. Aber man kann zum Glück noch genauso spielen wie vorher. Also für mich persönlich hat sich nichts geändert. Müsst ihr selber ausprobieren, ob sich für euch vielleicht was geändert hat. Sicherlich bei Leuten, die nicht so spielen wie ich, die nicht so drauf hämmern. Ich meine, vielleicht kann ich mir das jetzt auch angewöhnen. Aber ehrlich gesagt werde ich es wahrscheinlich einfach so lassen, weil das Problem mit Portbugs und so besteht ja weiterhin, sag ich mal. Oder die Unsicherheit, ob Blinkpool wirklich ausgeführt wird, wenn man es nur einmal drückt. Die besteht weiterhin. Aber grundsätzlich ist es eine ganz coole Sache, weil wir haben noch gar nicht fertig gelesen. Aber es gilt halt auch nicht nur für Blinkpool, sondern auch für andere Skills. Und dass man die dann canceln und halt woanders hin platzieren kann oder halt einfach doch noch 1, 2 Sekunden warten kann.
bis das Ganze ausgeführt werden soll, ist meiner Meinung nach ganz nice. Genau, also Casting von Rending Entry, Blinkpool und Gravity Veil betrifft das Ganze. Wenn du es bisher, wie gesagt, gemacht hast, musst du dann eben 5 Sekunden warten. Raise the requirement to use Couple Ring and Wedding Ring Teleport Items from Level 1 to 20. Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob es diese Items jemals gab in Flive Universe. Ich glaube eigentlich nicht, aber egal. Also bis jetzt, sage ich. Friendship A und Beasts and Summon of Party Leader Teleport Items are now required the player, require the player to be at least Level 20. Finde ich auch ein bisschen schade, aber gut, kann man nichts ändern. Guest Characters will now be required to link an account in order to equip a Collector Harvesting Gloves. Das ist auch eine wichtige Änderung. Gastcharakter werden immer weiter entmündet. Was dürfen wir überhaupt noch? Aber ganz ehrlich, ich finde diese Gastcharakter-Funktion, es ist ein guter Ansatz, aber ich meine, offensichtlich haben viele Leute da direkt die Möglichkeit gesehen, X und Y zu abusen in irgendeiner Form. Und ich finde, dass man das immer weiter verschlechtert. Also ich glaube, Gastcharakter droppen auch bis Level 20 oder bis Level 30 sind keine Items und so. Also es ist einfach richtig, weil jemand, der wirklich nur kurz reingucken will, ohne sich jetzt schnell einen Account zu erstellen, dafür finde ich es immer noch richtig, weil man kann sich zumindest schnell die Grafik, die Steuerung angucken, wie viele Leute online sind und so. Man kann einfach kurz mal so eintauchen in das Game, ohne jetzt halt direkt durchzugrinden. Und wenn man dann merkt, okay, ja, das kann ich mir vorstellen, das könnte ich spielen, dann erstellt man sich halt einen Account. Ich meine, ganz ehrlich, wer spielt mit einem Gastcharakter bis Level 30 oder 50 oder whatever, mit dem Risiko, dass sobald deine Cookies gelöscht werden oder was auch immer, dass der Charakter dann weg ist. Außerdem disconnectet man auch extrem oft mit Gastcharaktern, falls euch das schon mal aufgefallen ist. Ich habe schon mal ein paar Gastcharakter für Videos erstellt. Du disconnectest legit alle 5 Minuten, kickt das Spiel dich raus, wenn du inaktiv bist. Also es ist wirklich unplayable eigentlich. Also es ist wirklich cool zum kurz reingucken und alles andere sollte man damit eh nicht machen und dafür sich dann einfach einen Account erstellen. Also ich finde das auf jeden Fall richtig und wichtig. So, und die letzte Änderung, die hat heute für ein bisschen Furore gesorgt, nämlich Some continents now require a minimum player level. Level 20 for Garden of Rises and Darkon 3, Level 80 for Astria and Level 100 for Coral Island. Note that the level requirement does not apply to safe areas like Astria Village, Coral Village, the Wild Entrance, etc. Players not meeting level requirements will be automatically teleported to Flaris. Ich finde, sie haben hier irgendwie Darkon 1, 2 vergessen, aber I guess es gehört einfach zu Darkon 3. Also zu diesem Level 20er Bulk wird das einfach dazugehören. Ich meine, wenn du mit Level 20 nach Darkon 3 darfst, dann darfst du höchstwahrscheinlich auch nach Darkon 1 und 2. Aber egal, wollte ich nur anmerken, dass es hier nicht dabei steht. Aber auf jeden Fall die entscheidendste Änderung ist eigentlich das hier, nämlich Level 80 für Astria und Level 100 für Coral Island. Jetzt fragt man sich natürlich, was bedeutet das? Also warum hat das für Furore gesorgt oder warum finden das jetzt Leute schlimm oder warum kann man darüber, oder warum muss man überhaupt darüber reden? Naja, ganz einfach, es ist einfach so, dass es ja die 8-Char-Taktik gibt. Und die 8-Char-Taktik funktioniert ja letztendlich so, du levelst 8 Charakter, also du levelst 8 Charakter, du levelst sie tatsächlich auch hoch. Du hast nicht einfach nur 8 Charakter in der Party für Link Attack. Und dann gab es halt aber die Leute, die haben in Anführungszeichen die 8-Char-Taktik oder zumindest den Link Attack-Vorteil von der 8-Char-Taktik nutzen wollen, ohne jetzt aber wirklich 8 Chars leveln zu müssen. Das heißt, sie haben auch 8 ihrer eigenen Chars in der Party, haben auch 8 Accounts online, whatever, haben aber nur 6 Charakter auf Level 20, die nur in der Party sind, um dir hinterher zu fliegen, damit du permanent Link Attack hast beim Leveln. Und haben halt nur 2 Charakter tatsächlich gelevelt, zum Beispiel den Main Character und den RM. Und das heißt, die haben jetzt 6 Charakter, zum Beispiel auf Astria, Coral Island, die sie nicht mehr dafür verwenden können und sind jetzt gezwungen, entweder sich die Charakter nachzuziehen und die in Anführungszeichen richtige 8-Char-Taktik zu machen, oder aber Party-Scrolls zu kaufen, um weiterhin den vollen Link-Attack-Bonus genießen zu können. Oder man joint halt eine Party mit Global Attack und hat 20% weniger Schaden. Das sind jetzt so die Möglichkeiten. Und ich bin mir nicht sicher, warum sie das jetzt gemacht haben, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich, weil es... Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Also der einzige Grund eigentlich, warum du das machen würdest, diese Begrenzung, ist einerseits für Catcher-Bots. Das ist das eine. Weil es nicht so viel Sinn ergibt, weil ich meine, du kannst überall hin, außer Astria und Coral Island. In Coral Island gibt es keine Catcher. In Astria zugegebenermaßen schon. In Astria gibt es relativ viele Catcher auch. Die tötet auch gefühlt kaum jemand. Das heißt, da sind Leute, Low-Level-Charakter, die Catcher farmen, schon vielleicht irgendwo ein Problem. Aber ich denke, das Hauptsächliche, was man hier wirklich mitnimmt, ist, dass man eben keine Level 20er Link-Attack-Charakter sozusagen mehr ins High-Level-Gebiet mitnehmen kann, nämlich Astria und Coral Island bis Darkon 3, Wüste, also bis kurz vor Astria geht es noch, da kann man mit Level 20 hin. Aber ab Astria und Coral Island kann man das eben nicht mehr verwenden. Und ja, wie gesagt, also der einzige wirkliche Grund, den ich persönlich sehe,
ist eigentlich das mit den Party-Charaktern, dass man halt wirklich Charakter stellt, die nur für Party-Link-Attack da sind. Das war denen wohl ein Dorn im Auge. Und die richtige 8-Char-Taktik, die nicht. Wir sind gesaved, Jungs. 8-Char-Taktik lebt für immer. Und ja, die letzte Änderung ist auch noch ganz interessant. Also, was heißt ganz interessant, aber ist auch noch nicht unerwähnenswert. Reduced the requirement to teleport to Sunny Pang, also nach Coral Island basically, using Town Blinkwing or Blinkwing of Madrigal from Level 120 to Level 110. Finde ich ist auch eine gute Änderung, weil ich wollte letztens tatsächlich mal nach Coral Island, bevor ich 120 war, und konnte es nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich da nachschauen wollte. Ich glaube, irgendjemand hat gesagt, da ist ein Shop oder so. Und da wollte ich tatsächlich mal kurz reinschauen und konnte mich dann aber nicht hinblinkwinken, obwohl ich in Anführungszeichen ja schon ein relativ hohes Level hatte, aber ich war halt noch nicht 120 und konnte tatsächlich noch nicht hingehen. Aber ja, ist jetzt keine bahnbrechende, wichtige Änderung, aber auf jeden Fall auch erwähnenswert. Dieses Wochenende findet außerdem ein XP-Event statt, also XP-Boost-Event, 30% mehr XP oder 1,3-fach mehr XP, ist egal, beides das gleiche. Und zwar vom Freitag, 21. Juni, 0 Uhr Serverzeit, bis Sonntag, 23. Juni, 23:59 Uhr Serverzeit. Gibt es mehr XP, sowohl auf dem FEC-Server als auch auf den normalen Servern. Und dann haben wir noch das Event Couple Ring from the Legend. Hier noch kurz der Vermerk. Second Anniversary Event wurde komplett beendet heute mit der Serverwartung. Finde ich ein bisschen schade, weil in-game, also es war nicht ganz sicher, was genau jetzt mit der Serverwartung endet und was vielleicht noch ein bisschen länger läuft. Ich persönlich und andere hatten auf jeden Fall die Vermutung, dass zumindest ein bisschen was von dem Event noch länger laufen würde. Denn in-game auf Taste U, wo man die Eventsübersicht hat, stand leider, dass das Event bis 23:59 Uhr heute geht, also jetzt noch 8 Stunden im Endeffekt. Das ist offensichtlich nicht richtig gewesen. Und das zweite war leider, dass wir auch noch das Problem hatten, dass auf der Eventseite, wo man die Buchstaben eintauschen konnte und dieses Daily Connection Event, dieses besondere, dieses Second Anniversary Daily Connection Event, dass da jeweils tatsächlich eine verbleibende Stundenzahl angezeigt wurde, wie lange du noch Zeit hast, um dir diese Belohnungen zu holen. Und da stand gestern um 23 Uhr ein Tag und nach 23 Uhr, also in der Nacht dann nach 0 Uhr, stand da tatsächlich 20 Stunden, 21 Stunden, 23 Stunden, was offensichtlich leider auch falsch war. Es ging nämlich effektiv nur bis zur Serverwartung. Seit der Serverwartung sind alle Events verschwunden und man kann keine Belohnungen mehr bekommen. Auch da leider sehr schlecht kommuniziert, beziehungsweise nicht nur schlecht kommuniziert, es ist einfach falsch gewesen. Ich meine, da standen einfach Uhrzeiten und Timelines, die einfach komplett falsch waren. Und das ist schon sehr unglücklich, weil ich denke schon, dass ein paar Leute darauf vertraut haben, naja, wenn da jetzt noch ein Tag steht oder wenn da jetzt noch 20 Stunden steht, dann wird das morgen schon noch laufen. Und das war offensichtlich nicht der Fall. Und das war schon sehr unglücklich. Ein unglückliches Ende für ein unfassbar gutes Event, muss man sagen. Aber hey, was soll's. Auf jeden Fall jetzt neues Event, Couple Ring from the Legend. Bei diesem Event muss man Folgendes machen. Es geht 2 Wochen, man muss mindestens Level 20 sein. Es gibt einen NPC Deathcon, der sich in jeder Stadt befindet. Und man kann jeden Tag eine Mission bekommen und abschließen, aber nur einmal pro Tag. Die Mission verlangt von uns, dass wir Fake Couple Ring von normalen Monstern sammeln, also ganz normale Monster in der Open World. Und diese Couple Ringe sind, also die Fake Couple Ringe, sind natürlich auch seelengebunden. Wenn man das dann gemacht hat, diese Quest abgeschlossen hat, bekommt man 2 von Defcons Reward Boxen als Belohnung. Und diese Boxen unterscheiden sich je nachdem, welches Level der Charakter hat. Das ist wieder eine klassische Unterteilung in Unterlevel 80 und 80 plus. Also wenn man unter 80 ist, dann kriegt man die erste Box. Und wenn man über 80 ist oder mindestens 80, dann bekommt man die zweite Box. Die Items, die darin sind relativ ähnlich. Es unterscheidet sich eigentlich nur minimal. Vor allem in den unteren Items. Der obere Teil ist eher gleich oder gleich. Grundsätzlich bin ich jetzt nicht so beeindruckt. Also gehen wir erstmal die oberen Items durch. Das sind in beiden Boxen, wie gesagt, gleich. Hier haben wir schon 15, 13, 13, 10, 10. Also weit über 50%. Nur damit und das einzige, in meiner Meinung nach gute Item, ist eigentlich die Potion Box mit 10%. Die anderen 4 Items schon die 4 Items haben über 50%. Finde ich jetzt sind eigentlich klassische Trostpreise. Und das ist schon heftig, über 50% nur Trostpreise. Wie gesagt, der Teil ist hier oben gleich. Also das ist alles Trostpreis, mehr oder weniger. Weit über 50%, wie gesagt. Und danach wird es jetzt auch nicht so krass viel besser. Ich meine, Upcut Stone, klar, ist nicht schlecht. Flaskbox, Low Grid E, ich meine, ist nicht schlecht.
aber hat halt tatsächlich auch nur eine 5% Chance. Bedenke, man kriegt nur 2 Boxen pro Tag. Also allein schon ein Low-Grade-E zu bekommen, kann eine komplette Woche dauern, wenn man Pech hat. Also ist schon ziemlich unwahrscheinlich. Und gut, die unteren Items hier, wie gesagt, Scroll of Amplification ES, Resurrection Stat Scroll, Amplification ES 80. Ist nicht schlecht, das ist auch nicht verachtenswert. Und unten haben wir dann aber ein bisschen was anderes. Wir haben Smiling Scroll Box, Weapon Bonus, Shield Bonus. Die sind alle 3 da oben nicht mit drin. Und haben aber auch extrem niedrige Wahrscheinlichkeiten. Also wirklich halt 0,2, 0,4, 0,6. Wie gesagt, bedenke, man kriegt nur 2 Boxen pro Tag. Pro Charakter. Klar, man kann es natürlich mit mehreren Charaktern machen und so. Aber, ja, ich meine, es ist einfach keine gute Wahrscheinlichkeit auf die Hauptgewinne. Also wer grundsätzlich auf der Jagd nach Power-Ups ist, der wird das Event höchstwahrscheinlich mitnehmen, weil man muss ja auch, also das ist der einzige Vorteil von dem Event, oder das ist eigentlich der Hauptaspekt, wo man das sagen kann, das Event läuft sehr positiv in der Richtung, dass du halt nichts machen musst. Also beim Event-Dungeon vom Second Anniversary Event zum Beispiel, du musst ja extra zum Event-Dungeon, du musst extra zum World-Boss, du musst extra Pipapo machen. Aber jetzt ist es so, naja, du nimmst die Quest an, gehst einfach leveln, kriegst deine Dinger, kriegst einfach 2 Belohnungen für MN-Effekt, nichts tun, ist nicht schlecht. Aber entsprechend, logischerweise, weil du eben auch nichts dafür wirklich tun musst, sind die Belohnungen auch nicht besonders gut. Kann man aber eigentlich nachvollziehen. Und ich meine, was man jetzt auch dazu sagen muss, egal welches Event jetzt gestartet wäre, nach dem Bomben Second Anniversary Event kann ein Event gar nicht gut aussehen. Man muss es einfach sagen, wie es ist. Es gibt kein Event, das jetzt gut aussehen könnte, nachdem eines der besten Events aller Zeiten stattgefunden hat. Das ist einfach eine Tatsache. Ich sage danke euch fürs Zuschauen. Das waren die neuen News, Patch Notes, neues Speedset, neuer cooler Cloak, XP Boost Event und neues Couple Ring Event. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Wir sehen uns hoffentlich im Livestream diese Woche, beziehungsweise Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Sehr viele krasse Sachen, die wir im Livestream machen. Wir craften Bloody Sachen auf FEC. Wir machen ein fettes Second Anniversary Box Opening. Und Samstag und Sonntag wird fett geupgradet auf Buroding. Mit einem Doppel-Upgrade-Event. Schaltet auf jeden Fall rein. Wie gesagt, Twitch-Link in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.